Mein Name ist Frank Bösch, ich bin Direktor des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung und zugleich auch Professor für europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts an der Universität Potsdam. In meinen Forschungen habe ich mich mit unterschiedlichen Typen von Krisen beschäftigt, die eine globale Reichweite und Ausstrahlung hatten und für fundamentale Umbrüche standen. So beispielsweise mit den Ölkrisen der 70er Jahre, mit Revolutionen wie der iranischen Revolution oder der Revolution in Nicaragua, mit militärischen Konflikten wie etwa dem sowjetischen Einmarsch in Afghanistan. Und da sehr, sehr viele Beispiele, die mich interessierten, alle in dem Jahr 1979 sich vollzogen haben, habe ich dann ein Buch geschrieben, das dieses Zusammenspiel von unterschiedlichen Krisen untersucht hat. Bei der Forschung von Krisen finde ich erstens interessant, wie sie kommunikativ ausgehandelt werden. Also wie sich diese Deutung, dass etwas eine Krise ist, durchsetzt. Zweitens ist von Interesse, wie in dieser Krise ein Wissen entsteht über etwas, was vorher nicht bekannt war. Wir haben dramatische Situationen, wo etwas Neues auftritt und dann Entscheidungen unter Zeitdruck gefällt werden. Und das führt zu dem vielleicht dritten interessanten Punkt. Was verändern eigentlich Krisen in politischen Entscheidungsprozessen? Gerade in Demokratien führen Krisen ja dazu, dass durch den Zeitdruck lange parlamentarische Auseinandersetzungen, demokratische Abstimmungsverfahren oft ausgehebelt werden. Das heißt, die Krise ist der Moment, wo sich eigentlich eher autoritäre Strukturen bewähren können oder auch der Ruf vielleicht nach charismatischen, autoritären Persönlichkeiten größer wird. Und der vierte und letzte Punkt, der besonders interessant ist, sind die Reaktionen auf Krisen. Krisen führen dazu, dass neue Visionen sich durchsetzen können, dass es zu Fahrtwechseln kommt und dass damit eben auch eingetretene Wege mitunter verlassen werden. Und das kann dazu führen, dass durch Krisen etwas nicht nur schlechter wird, sondern ganz im Gegenteil, dass Verbesserungen eingeleitet werden. Seit 2015 sprechen ja einige von der Flüchtlingskrise. Und ob das eine Krise ist, ist eben auch umkämpft, wie bei allen Krisen. Hier kann man zum Beispiel lernen, wenn man sich genauer mit der Aufnahme der Flüchtlinge Ende der 70er Jahre beschäftigt, nämlich der Aufnahme der Vietnamesen, der sogenannten Boat People, als damals 1,5 Millionen Menschen übers Wasser flohen, auch Menschen ertranken, gerettet wurden, Spendensammlungen stattfinden, eine große Willkommenskultur entstand, um diese Boat People in Westeuropa aufzunehmen, auch in der Bundesrepublik. Und hier kann man einerseits lernen, mit welchen Integrationsmechanismen damals Flüchtlingen geholfen wurde, wie eine breite zivilgesellschaftliche Unterstützung in der Gesellschaft erreicht wurde. Man kann aber auch lernen, wie damals bereits diese Hilfe konterkariert wurde durch rechtsradikale Bewegungen. Hier zeigt sich, dass zum einen Dinge in Vergessenheit geraten, gerade wenn sie nicht als Krise thematisiert werden. Die meisten kennen gar nicht die Anschläge auf das Hamburger Flüchtlingsheim, wo 2 Vietnamesen verbrannten, haben sich nicht ins Gedächtnis eingeschrieben. Selbst das Attentat auf das Oktoberfest, bis heute der schwerste terroristische Anschlag in der bundesdeutschen Geschichte, ist vielen eigentlich gar nicht präsent, trotz der 13 Toten, die es damals immerhin gab. Das heißt, bestimmte Sachen müssen reaktualisiert werden, um sie überhaupt als Argument in der Auseinandersetzung präsent zu haben. Zum anderen ist es so, dass Geschichte sich zwar nicht wiederholt, aber wir haben tatsächlich immer wieder ähnliche Mechanismen eben und diese ähnlichen Mechanismen, die zeigen sich hier. Und insofern ist es, glaube ich, gut, auch in der Politik sich mit Geschichte zu beschäftigen. Krisen schaffen Momente der Wissensbildung. In Momenten, wo meistens relativ unklar ist, was eigentlich vorgeht, muss sehr, sehr schnell Wissen gebildet werden über eine Situation, um dann eben auch unter Zeitdruck fundiert Entscheidungen zu erreichen. Also Wissen ist nichts, was eine Person einfach verkörpert, sondern was in Praxis gelebt werden muss und was auch durch Interaktion von unterschiedlichen Menschen, die in Interaktion miteinander stehen, entstehen, aber auch indem ich mich mit bestimmten Objekten beschäftige. Also zum Beispiel, indem ich wirklich praktisch am Objekt etwas mache. Das ist quasi das ist die Art und Weise, wie Wissen entsteht und wie Wissen praktiziert wird. Es passiert irgendwo eine Revolution, wie in meinem Beispiel etwa in Iran. Und es gibt kaum Experten eigentlich für die aktuelle Situation in Iran. Es gibt kaum Experten für die schiitische Religion oder überhaupt für die muslimische Welt. Und plötzlich bilden sich neue Krisenexperten, wie in dem Fall Journalisten wie Peter Scholler-Thur, die diesen Moment deuten vor Ort.
Verena Brinks, die erste. Mein Name ist Verena Brinks. Ich bin seit September Juniorprofessorin an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz am Geographischen Institut und ich forsche zu Themen wie Geografie von Wissen, Community-Forschung und auch zum Thema Krisen. Wir haben uns Untersuchungsberichte oder Dokumente angeschaut, die im Nachgang einer Krise erschienen sind und haben die sehr intensiv gelesen und strukturiert und dann uns angeschaut, wie wird der Ablauf einer Krise dargestellt in diesen Dokumenten. Also was ist wann passiert, welche Akteure kommen an welcher Stelle ins Spiel. Wir sind an der Frage eben interessiert, ab wann müssen Akteure zum Beispiel, um eine Krise zu lösen, sich in Kopräsenz befinden. Also zum Beispiel, ab wann wird ein Krisenstab, der ja häufig in einem Raum stattfindet, einberufen und wofür ist das wichtig, dass Akteure jetzt wirklich persönlich miteinander reden und in welchen Kontexten kann man auch über Distanz miteinander kommunizieren und trotzdem Krisen lösen oder zur Krisenlösung beitragen. Also was wir hinterher geplant haben am Ende des Projektes ist ein Leitfaden für Beratung in Krisen. Was verändert sich in der Krisenbewältigung, wenn man eben zum Beispiel nah am Krisenzentrum ist, wenn man direkt konfrontiert ist, sag ich mal, mit einer Krise? Hat das einen Einfluss darauf, wie ich die Krise bewältige oder behandle? Macht es einen Unterschied, als wenn ich eben eine Krise an einem distanzierteren Ort behandle, weil ich möglicherweise da einen kühleren Kopf habe, wenn ich nicht direkt sichtbar konfrontiert bin mit einer akuten Krise. Also das sind so Fragen, die da auch ganz praktisch relevant sind, finde ich. Was sind Krisen für Handlungskontexte und worauf sollte ich als Beraterin oder als Berater achten, um eben eine Krise zu bewältigen oder um einen Beitrag dazu zu leisten, die zu bewältigen und um möglicherweise so eine Krise sogar irgendwie produktiv mitzulösen. Eine Krise ist immer mit hochgradiger Unsicherheit behaftet und das macht es gerade so schwierig, weil eine Krise eben einmal eine Situation ist, die man nicht aussitzen kann. Also man muss handeln und Entscheidungen treffen in einer Krise, aber der richtige Weg zum Handeln ist ganz schwierig zu definieren und zu finden, denn Krise zeichnet sich auch dadurch aus, dass Informationen und Wissen über das, was ist eigentlich genau jetzt in der Krise und was muss ich machen, um diese Krise zu lösen, dass solches Wissen nicht vorhanden ist in Krisen. Also Krisen sind dramatisch, erzeugen Handlungsdruck, aber sind gleichzeitig dadurch gekennzeichnet, dass sie eben hochgradig von Unsicherheit behaftet sind und unsichere Kontexte sind, was vor allem für die Personen, die in Krisen involviert sind, die Herausforderung mit sich bringt, dass die außerhalb ihrer Routinen, also auch außerhalb ihres normalen Handlungskontextes handeln müssen und deswegen auch Stress erzeugen. Andererseits ist Krise aber auch etwas, wo man sagen kann, das ist so ein Wendepunkt. Also wenn ich sage, ich habe eine Krise, dann kann ich das noch lösen. Das ist eine Form von Situation, die ich aber noch die ich noch retten kann, sag ich mal. Also wo ich noch etwas machen kann, wo ich handeln muss, damit ich diese Situation löse. Also die ist nicht nur rein negativ konnotiert, sondern auch dadurch gekennzeichnet, dass sie einen offenen Ausgang hat. Also da besteht noch die Möglichkeit zu handeln, um etwas zum Besseren zu verändern, sag ich mal, um eine Situation zu lösen.